und willkommen zum Talk 25, heute mit Raimund Gattner zur Ausstellung Everything Seems to be Good when I'm Taking a Bath. Danke Raimund, dass du da bist und fangen wir doch gleich mal an. Wieso dieser Titel? Also ich fühle mich immer ziemlich gut, wenn ich ein Bad nehme und ich glaube, viele Leute fühlen sich auch gut, wenn sie selber was mit Wasser zu tun haben. Unter der Dusche, im Fluss, im Meer, in der Badewanne. Kann aber natürlich auch ein ganz schön katastrophales Element sein. Deswegen finde ich das eigentlich, also es ist ja auch ein soziales Medium. Wir gehen ins Schwimmbad, ne, auch nicht alleine, wir sitzen im Jacuzzi als Pärchen. Ne. Also Wasser verbindet uns auf eine ganz merkwürdige Weise, finde ich, miteinander. Ne. Ja. Und bei allen Bildern, die hier auch ausgestellt werden, da ist ja auch das Wasser ein Element des Bildes. Magst du ein bisschen was davon erzählen? Naja, es ist so ein bisschen, man kann es vielleicht den roten Faden der Ausstellung nennen, so diese Verbindung Wasser. Ne? Und jedes Bild repräsentiert natürlich ein bisschen was anderes, was mit Wasser zu tun hat. Ne? Manche sind ein bisschen melancholischer, manche sind realistischer, manche sind auch einfach nur nett. Ja? Was durchaus auch mal schön ist, wenn man sagen kann, ein Bild kann auch mal nett sein. Ja? Und nicht ein Durchbruch in der modernen Kunst. Ja? Das stimmt. Aber es ist ja trotzdem besonders, wie du deine Bilder herstellst. Sie sind ja nicht normal einfach Malerei, sondern du benutzt ja noch andere Techniken dazu. Ja, ich habe mir über die Jahre so ein bisschen meine Technik angearbeitet. Es ist eine Mischung aus Malerei und Siebdruck und selbstgemachte Fotografien, sowohl wie gesammelte Fotografien, weil wir leben heute in so einer multimedialen Welt und es wäre einfach blödsinnig zu sagen, ich mache jetzt nur selber Fotos oder nur was aus meinem Kopf ist genial und perfekt und ich würde alles ignorieren, was alle anderen Menschen machen, weil dann wäre ich so, ja, wie soll ich sagen, ein eremitischer Künstler eher. Ne? Deswegen ist diese Mischung, finde ich, ganz schön, Siebdruck ist ein reines Mittel, das ich gewählt habe, einfach um die Möglichkeit zu haben, sagen zu können, ich möchte jetzt Foto XY, das ich entweder selber gemacht habe oder gefunden habe, in dieses Bild integrieren oder nur ein Detail davon. Und ja, es wird heute immer so dargestellt, als ob die Arbeit mit Computer für Maler sowas unheimlich Neues wäre, aber ich meine, es wurde ein riesiges Archiv vom Andy Warhol gefunden. Also der hat schon mit Computern gearbeitet. Also das ist leider nichts Neues. Ne? Das ist einfach gang und gäbe. Ne? Also du arbeitest damit auch mit Computern viel. Sicher, natürlich. Also es ist halt einfach ein Werkzeug. Ne? Es ist, wenn man es mal außerhalb dieser ganzen Social Network Sachen benutzt, ist es einfach ein Werkzeug. Ne? Ein Grafikdesigner benutzt es, der Bäcker an der Ecke, um seine Listen zu machen, benutzt es. Warum soll ich das als Maler nicht benutzen? Das stimmt Ja? natürlich. Ja. Du hast neben den Bildern, die hier hängen, ja auch noch einen zweiten Raum bespielt mit Skulpturen. Haben die auch was mit Wasser zu tun? Ja, gewissermaßen schon. Also da ist eher die formale Angelegenheit vielleicht, wie man Wasser kennt, dass es schön fließt in schönen Formen um alles herum. Also ist natürlich schwierig, das zu beschreiben, wenn man den Raum nicht sieht. Also da müsste man jetzt ein Foto davon vor seinem Gesicht haben, weil es ist so, es ist eine Mischung aus Architektur und eben diese formalen Bewegungen. Und die grundsätzliche Idee ist auch, es geht ja grundsätzlich in der Ausstellung um Gesellschaft. Wie viel Gesellschaft brauche ich? Wie viel Gesellschaft ist nötig, damit ich einen gesunden geistigen Zustand habe? Oder man kann das natürlich weiterspinnen und dann sofort zur Frage kommen, was ist Gesellschaft an sich? Wie stelle ich Gesellschaft dar? Ne? Und der skulpturale Raum oder die Installation befasst sich eher vielleicht mit diesem architektonischen Aspekt der Gesellschaft. Wo treffen sich Leute? Was sind das Gebäude? Sind das öffentliche Plätze unter Skulpturen, unter Bäumen? Und das versucht so ein bisschen diese Brücke zu spannen zu dem Thema Gesellschaft, Architektur, Treffpunkte. Also ich hoffe, das erklärt so ein bisschen, ich glaube, das wird einem klar, wenn man sich die anschaut. Sie haben dadurch auch, wie sie dargestellt sind, wie die Beleuchtung ist, wie die ganze Umgebung der Installation ist sehr
wie soll ich sagen, sehr gut inszeniert an sich selber und man hat sofort das Gefühl, man ist irgendwie in einem Gebäude oder in einer Stadtlandschaft, so kann man es vielleicht sagen. Mhm. Vielleicht magst du den Zuschauern, die jetzt vielleicht kein Bild vor Augen haben, ein bisschen erklären, wie genau die Skulpturen ausschauen, was es mit der Lichtbeleuchtung auf sich hat. Wie gesagt, es ist eine sehr formale Angelegenheit. Ne? Sie erinnern sehr an Architektur und man hat sehr viel Durchschnitte und es ist sehr konstruktiv und verschiedene Kunststoffe, die ineinander verschoben sind, ineinander reingearbeitet wurden, bedruckt wurden und dadurch entsteht auch nochmal so eine Mehrdimensionalität in den Skulpturen selber, weil du durch das Plexiglas, das Transparente, das bedruckt ist, teilweise durchschauen kannst oder es ist auch, teilweise sind die Sachen auch gar nicht bedruckt, damit du ganz durchschauen kannst und dadurch kriegst du mehrere so Ebenen, eben wie es so in einem Gebäude ist, wenn man jetzt das Beispiel einer Mall nimmt und du gehst in den offenen Raum einer Mall, wo die ganzen Geschäfte sind, du guckst von oben nach unten, wenn du jetzt ganz oben stehst in der Mall, da siehst du auch die verschiedenen Ebenen, die Rolltreppen, die Menschen auf verschiedenen Ebenen. Momentan natürlich blöderweise wegen Corona nicht, ne? Aber das ist eigentlich der eigentliche Eindruck, den wir normalerweise immer haben. Ne? Da hat sich ja auch die Architektur in den letzten Jahren hinentwickelt, offene Räume, weiter Durchblick. Der Mensch braucht diesen weiten Durchblick einfach, bin ich der Meinung. Viele Architekten interessanterweise auch. Also wie du es auch schon gemeint hast, das Thema Gesellschaft ist sehr essentiell bei deiner Kunst oder bei der Ausstellung hier. War das schon ein Thema, das sich auch vor Corona beschäftigt hat? Ja, ich lebe in einer Gesellschaft. Ne? Also es ist schwierig natürlich, es gibt so viele Definitionen von Gesellschaft. Ne? Ich betrachte Gesellschaft als die Leute, die mich unmittelbar umgeben und das Land, in dem ich lebe und der Kontinent, in dem ich lebe und eigentlich der Planet, in dem ich lebe. Ne? Und ich lebe jetzt, also klar, es beeinflusst mich, was jetzt momentan passiert um mich herum mit dieser Gesellschaft. Ne? Also für mich ist das nicht so abstrakt, mich tatsächlich auch, ich befasse mich zwar nicht direkt und sage jetzt nicht in meinen Bildern, Politik sollte das und das machen, aber natürlich beeinflusst es mich. Es hat ja auch einen Einfluss auf mein tägliches Leben, ne? Auch wenn man immer sagt, die Politiker machen irgendwas, was so weltfremd ist, aber nein, das beeinflusst uns natürlich alle, ne? Und zwar täglich, was die machen. Und deswegen beeinflusst mich auch die Gesellschaft und da ich diese Bilder herstelle, beeinflusse ich die Bilder. Also es ist immer so, es schwingt immer ein Aspekt von Gesellschaft mit in Kunst, zumindest in meiner Kunst. Ja, ich weiß, es ist so ein bisschen schwierig und auch so ein bisschen ungreifbar, aber das ist, glaube ich, auch das Schöne dran, weil es lässt einem so viel Raum, seine eigene Meinung und seine eigenen Gedanken darüber weiterzuentwickeln. Und das finde ich sehr interessant auch. Mit dem spiele ich auch viel in meinen Bildern. Es gibt zum Beispiel Bilder, wo man Gesichter eher nur so schemenhaft erkennt und da ist dein Gehirn quasi gezwungen, ein Gehirn da hinein zu interpretieren. Also es wird dir jetzt nicht sagen, guck hin, das ist ein Gesicht, das sind Augen, Nase, Mund, Kinn, Haare, ne, sondern also manchmal muss sich dein Gehirn anstrengen, wenn du meine Bilder anguckst und wiederum, wenn man hier drauf schaut, da erkennt man eigentlich sofort, auch wenn das so extrem bunt ist und durch die Decke schießt von der Farbigkeit her, aber du erkennst sofort, was es ist. Ne? In anderen Bildern ist das eben nicht so ganz der Fall, aber das ist das, was mich so interessiert zwischen diesen ganzen Arbeiten, ist, wo kann man jemanden abholen? Ne? Findet er das jetzt gut? Findet er das jetzt scheiße? Wird er wütend? Ist das total belanglos für ihn? Ne? Aber ich habe die Erfahrung gemacht, dass da wir so visuelle Lebewesen sind, so extrem visuell, ne? Man sieht ja die Fülle an Videos, die ins Netz hochgeladen werden, beeinflusst uns eigentlich jedes Bild ein bisschen oder holt uns irgendwo ab. Ne? Das stimmt. Raimund, danke dafür, dass du uns so einen Einblick in deine Kunst gegeben hast und danke auch für alle, die zugeschaut haben und wenn jemand noch Fragen hat, kann sie gerne in die Kommentare schreiben
Und sonst die Ausstellung ist auf der Webseite www.anna25.de im Showroom zu sehen oder auch generell bei der Ausstellungswebsite. Okay, dann danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!